Hallo und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir gerne einen kleinen Einblick geben in unser Kameraequipment, was wir alles mit zu Shootings nehmen oder mit auf Hochzeiten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und verlieren nicht mehr Zeit. So, ich fange einmal mit dem offensichtlichsten an, und zwar ist das unser Kamerakoffer. Der ist von Adobe Pro. Und was uns bei dem sehr, sehr wichtig war, ist, dass er die richtigen Maße fürs Handgepäck hat. Also wir können den problemlos einfach mit ins Flugzeug nehmen, denn wir sind keine Fans davon, unser Kameraequipment aufzugeben. So, wir öffnen ihn einmal. Was an diesem Koffer super praktisch ist, ist, dass er zum einen diese Trennwände hat, die man super einfach mit Klett aneinander und gegenseitig befestigen kann. Das heißt, ich kann perfekt den Platz für meine Kameras bestimmen, für mein Equipment bestimmen, für alle Einzelheiten, die wir haben, so dass wirklich jedes Teil geschützt ist und einfach nicht im Koffer selbst rumfliegen kann. Was wir einmal auf dieser Seite haben, was ganz praktisch ist, sind diese beiden Netzfächer. Da haben wir einfach ein paar Kleinigkeiten drin. Oben drin sind bei uns einfach Kabel drin. Dann haben wir hier oben noch ein Laptopfach. Also wir haben immer unser MacBook dabei und können somit unsere Fotos gleich sichern. So, next one. Jetzt kommen wir zu unserem wahrscheinlich wichtigsten Tool, und zwar sind es unsere Kameras. Wir fotografieren seit Anfang an standardmäßig mit unseren Canon EOS 5D Mark IV. Wir haben davon 2 Stück, also quasi jeder eine eigene. Was uns bei der Auswahl unseres Modells sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir einfach eine Kamera besitzen, die es uns erlaubt, auf 2 Speicherkarten zu fotografieren. Hier passen eben eine SD- und eine CF-Karte rein. Wir fotografieren standardmäßig immer auf 64 GB Karten, filmen tun wir auf 128 GB. Und es ist eben immer eine 256er CF-Karte drin, einfach als Backup. Also bei uns sind die Hauptkarten quasi die SD-Karten und wir fotografieren unsere Backups auf die CF-Karten. Dann kommen wir jetzt zu unseren Objektiven, und zwar ist mein Lieblingsobjektiv das 35 mm. Unseres ist von Canon mit einer Blende von 1,4. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir mit sehr, sehr lichtstarken Objektiven fotografieren. Wir haben uns einfach von Anfang an auch schon dafür entschieden, auf Festbrennweiten zu setzen. Also wir haben keine Teleobjektive und keine Makroobjektive. Dann haben wir außerdem noch ein 24 mm von Canon. Das ist Martins Lieblingsobjektiv und grundsätzlich fotografiert er eben immer mit dem 24 mm und ich mit meinem 35er. Und was bei uns noch nicht fehlen darf, ist ein Backup-Objektiv. Hier haben wir das Sigma 1,4er 50 mm Objektiv. Und mit dem fotografieren wir tatsächlich nicht mehr allzu oft. Wir haben es aber trotzdem immer dabei, sollte irgendwas an den anderen Objektiven sein. Grundsätzlich ist es für uns sehr, sehr wichtig, von allem immer mehrfach Optionen dabei zu haben, sollte wirklich irgendwas passieren. So, dann kommen wir zur nächsten Kamera, und zwar befindet die sich immer in einem kleinen Case, damit die einfach auch geschützt ist. Und zwar handelt es sich hierbei um die Olympus Mu 2. Das ist eine Analogkamera und wir haben uns vor einigen Monaten total in die Analogfotografie verliebt. Deswegen versuchen wir immer, so gut es geht, auf Hochzeiten und auf Shootings einfach ein paar Analogfotos zu schießen, weil es doch immer noch irgendwo ein bisschen besonderer ist. Genauso haben wir dann auch immer Filme dabei, Farb- und Schwarz-Weiß-Filme. Welche wir dabei haben, kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir probieren uns auch noch so ein bisschen aus, welche uns vom Farblook am besten gefallen. Aber wir lieben es auf jeden Fall. So, unser nächstes Tool ist unser B+W-Filter. Den haben wir grundsätzlich auch immer dabei. Da kommt es tatsächlich auch weniger darauf an, ob wir an dem Tag wirklich filmen müssen. Wir haben den standardmäßig immer dabei. Ist ein wirklich, wirklich super guter Filter. Wir sind absolut damit zufrieden. So, wie gerade eben schon erwähnt, ist es uns super wichtig, unsere Fotos direkt nach dem Fotografieren sichern zu können. Das kann ein noch so kleines Shooting sein oder eine 12 bis 14 Stunden Hochzeit.
Sobald es uns die Zeit zulässt, sichern wir immer mit unserem MacBook unsere Bilder, damit dann einfach nichts passieren kann. Ich würde gern einfach kurz ein bisschen näher darauf eingehen, wie wir unsere Bilder eben sichern. Und zwar ist es bei uns so, dass wir einmal unsere Cases haben. Also wir haben 4 Stück. Die großen sind eben für die Fotokarten an sich und die kleinen sind eben für Videoprojekte oder grundsätzlich einfach unsere Videos. Die sind auch beschriftet. Außerdem sind sie stoßfest, also sie sollten euch natürlich nicht runterfallen, aber sie dürften runterfallen und sind Spritzwasser geschützt und vor allem wasserdicht. So, nachdem die Bilder eben geschossen wurden, gerade auf Hochzeiten ist es bei uns so, dass wir uns dann eine freie Minute suchen und einfach die Bilder sichern. Das macht dann immer einer von uns, der andere fotografiert weiter, ist bei den Gästen. Wann sich eben die Gelegenheit ergibt, meistens wenn die Gäste essen, dann nehmen wir uns die Zeit und sichern die Fotos. Und zwar ist es bei uns so geregelt, dass wir uns direkt einen Lightroom-Katalog erstellen und in diesen Katalog die Bilder importieren. Das Ganze kommt auf diese Festplatte und zwar ist das die Samsung X5. Das ist die unseres Wissens nach aktuell schnellste Platte auf dem Markt. Diese Festplatte ist grundsätzlich dafür gedacht, dass wir alle RAWs von unseren SD-Karten nochmal einfach so wie sie sind auf diese Festplatte ziehen. Die sind auch grundsätzlich nur dafür gedacht, beziehungsweise diese Platte ist nur für ein Projekt gedacht. Die kommen da drauf und wenn das Projekt fertig ist, dann kommen die Fotos weg. So, eines der letzten Tools und Helferlein, die wir eigentlich immer dabei haben, die wir euch auch total ans Herz legen können, sind einmal unsere AirPods. Davon hat jeder ein paar. Damit können wir einfach grundsätzlich, wenn wir unterwegs sind, sei es jetzt zu einem Termin oder auf Reisen, sind die einfach super praktisch, wenn man sich gegenseitig connecten muss oder einfach ein Telefonat führen muss. Ich denke, jeder kennt AirPods. Ich muss jetzt nicht erklären, für was sie gedacht sind. Was ich euch außerdem sehr ans Herz legen kann, auch wenn es sich etwas schräg anhört, wir haben aber tatsächlich immer auf Hochzeiten Walkie-Talkies dabei. Die haben eine Reichweite von 500 bis ungefähr 1000 Metern. Die sind super praktisch, solltet ihr irgendwo eine Berghochzeit fotografieren oder wirklich mitten im Nirgendwo. Es kann eine Wüste sein, irgendwas anderes. Aber denkt euch einfach nur, ihr habt keinen Handyempfang, ihr habt kein Internet, keinen Empfang, ihr könnt euch gegenseitig nicht connecten. So haben wir immer die Möglichkeit, uns einfach zusammen zu funken und gegenseitig abzudaten. Und dann ist das Ganze kein Problem mehr, wenn ihr kein Internet oder kein Netz habt. Grundsätzlich müsst ihr wissen, dass wir natürlich auch Sachen dabei haben, die wir euch jetzt nicht gezeigt haben oder die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Dazu zählen unter anderem einfach Ladekabel, Akkus, Batterien etc. Was wir sonst noch gerne dabei haben, ist dieses Dreibein-Stativ von Manfrotto. Das Ganze kann man entweder mit einer Kamera koppeln, also eine Kamera draufschrauben, oder eben ganz praktisch das Handy hier reinmachen und damit vloggen wir ganz gern oder filmen einfach kleine Sequenzen. Das ist tatsächlich super praktisch und immer bei unserem Koffer mit dabei. So, und die letzten beiden Tools, ohne die wir niemals wegfahren, sind unsere Kameragurte. Die möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Und zwar haben wir hier einmal den Mono Pro. Der ist eben einmal um die Schulter zu hängen als Schultergurt mit Zweifachsicherung. Das ist mein Gurt. Und Martin hat eben einen Doppelgurt, der ebenfalls mit Doppelsicherung ist. Das war es jetzt auch schon mit unserem Hauptequipment. Das ist alles bei uns im Kamerakoffer mit drin, wenn wir auf Hochzeiten oder auf Shootings fahren. Was ich dazu noch sagen möchte, wir haben eben nicht immer diesen Koffer dabei. Manchmal packen wir einfach alles in unseren Kamerarucksack rein. Der Koffer ist nur super praktisch, weil er sich eben ziehen lässt, gerade ideal für Reisen oder wenn man am Flughafen ist. Schaut übrigens super gerne mal in der Infobox vorbei, da haben wir euch alles nochmal genau aufgelistet, falls euch irgendwas interessiert hat. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar da lassen, solltet ihr irgendwelche Fragen haben. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!